Wir müssen die Böden wieder dorthin bringen, dass die gesunde Nahrungsmittel erzeugen. Der Boden ist das Immunsystem der Pflanze. Und wenn dieses Immunsystem der Pflanze krank ist, dann kann nichts Gesundes wachsen. Das ist wie bei uns. Wenn der Darm schlecht ist, dann sind wir einfach nicht gesund. Und das ist der Boden für die Pflanze. Und für das ganze Leben, auch für uns, ist der Boden das Wichtigste. Wenn wir keinen Boden mehr haben, brauchen wir auch keine Luft mehr. Milieu ist alles. Das sagst du uns, das haben wir schon öfters gehört. Magst du was dazu sagen, was Milieu ist? Also das Milieu ist alles, die Mikrobe ist nichts. Das haben ja schon Vordenker eben erkannt. Und die Landwirte rufen mich an, haben sie was gegen? Und ich sage immer, nee, wir haben nichts gegen, wir haben nur für. Wir lernen nur abtöten. Und je mehr wir abtöten, umso mehr Probleme bekommen wir. Und Blocher geht in den anderen Weg, nicht abtöten, sondern das richtige Milieu schaffen. Was ist das richtige Milieu? Das richtige Milieu ist eben, wir leben in einem aeroben Zeitalter. Wenn mir jemand Hals zuhält und keine Luft bekomme, dann kann ich nichts arbeiten oder es ist lebensfeindlich. Ne? Sobald der Boden eben verdichtet ist oder eben anaerobe Verhältnisse herrschen, ist es nicht ein lebensförderndes Milieu. Ein lebensförderndes Milieu ist eben mit Sauerstoff. Und Blocher bringt mit seinen Produkten eben Sauerstoff in den Boden, in die Gülle, in den Stallmist, dass der kompostieren kann, dass sie eben die Biologie, die ortsfest ist, entwickeln kann. Und wir fördern dadurch nicht eine bestimmte Biologie, also nicht nur die Bakterien oder die Algen oder die Mykorrhizen, sondern wir fördern die ganzheitlich. Rupert, was ist Milieu? Milieu ist eine ganz wichtige Sache im Naturprozess. Die Natur hat Milieus und es gibt verschiedene Milieus. Es gibt gute Milieus und gibt schlechte Milieus. Wenn ich ein schlechtes Milieu habe, habe ich Krankheiten, habe ich Fäulnis, habe ich ein schlechteres Wachstum, habe Schädlinge. Und jetzt kommt Blocher ins Spiel. Blocher kann diese schlechte Milieu über Impulse, über Aktivierung von biologischen Prozessen so ins optimale Milieu bringen, dass sich diese Sache dann zum Positiven verändert, in dem Bereich, dass aerobierende Bakterien sich mehr bilden und dann habe ich ein besseres Wachstum, habe ich gesundere Pflanzen, habe ich weniger Krankheiten, habe ich einen aktiveren Boden, mehr Wasserspeicherfähigkeit, weniger Erosion, weniger Nährstoffverbrauch, habe weniger Nährstofffixierungen und dadurch hat der Landwirt mehr Ertrag, weniger Kosten und entlastet die Umwelt im Bereich Grundwasser und Emissionen. Was man im Boden positiv macht, kommt am Ende zurück in den Kreislauf, zurück zum Menschen, wenn ich gesunde Nahrungsmittel produziere. Und der Landwirt hat in dem Fall auch diesen Kreislauf, gesunde Pflanzen, gesunde Tiere, gesunder Mensch und so ist der Kreislauf geschlossen. Das Milieu steuert die Mikroben. Oder wenn man ins Gespräch kommt hier auf der Messe, dann nutze ich immer das Beispiel mit dem Löwen, der in Afrika lebt. Der kommt klar mit der Umgebungstemperatur, der kommt mit der Savanne klar, der hat die Beute, die er reißen kann oder was er frisst. Das ist das Milieu, es ist alles da, was er zum Leben braucht und deswegen lebt er da. Wenn ich jetzt den Löwen nehme und packe ihn irgendwie an den Nord- oder an den Südpol, es ist kalt, es ist eine andere Umgebung, er hat wahrscheinlich keine Beute, der wird einfach verhungern, der wird sterben. Das ist das Milieu. Wenn ich ein Milieu habe, ein Fäulnismilieu, habe ich ganz andere Organismen als in einem Rottemilieu. Und wir machen nichts anderes, als für den Löwen die bestmögliche Umgebung herzustellen, damit er da leben kann. Welche Rolle spielen jetzt Blocher-Produkte in Mikrobiomaufbau im Boden und um Milieu zu verbessern? Also wie soll ich das verstehen? Ja, das ist eben, Milieu ist ja Lebensraum. Und alle Störfaktoren, die ich in diesem Lebensraum habe, sorgen dafür, dass die Entwicklung der Mikroorganismen langsamer geht.
die schaffen das irgendwann auch, dass sie eben, da gibt es ja genug Pilze, andere Kleintiere, die das dann aufarbeiten. Da brauche ich aber 3, 4, 5, 6 Jahre, 10 Jahre manchmal, um diese Störungen wegzubringen. Und mit den Blocherprodukten, gerade was im Humusboden ist, kriege ich das in der Regel innerhalb von einem Jahr hin, dass ich diese Störfaktoren auflösen kann. Und das führt natürlich dazu, dass ich meinen Boden viel schneller in Gang kriege, mit viel weniger Aufwand und mit viel weniger Ertragsverlusten. Also unser Slogan heißt ja, Ursachen behandeln statt Symptome bekämpfen. Wenn ich jetzt in der Lage bin, Milieu, also Lebensraum, Bedingungen zu verändern, dann arbeite ich an der Ursache. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Milieu habe, ein niederes Milieu, wo pathogene Bakterien sind, Pilze, die nicht gut sind. Wer sagt, die Pilze sind nicht gut? Die sind genau da, weil sie da leben können. Und wenn das Milieu tief ist, dann gibt es halt vielleicht pathogene Organismen, die uns Schwierigkeiten machen. Aber wenn ich das Milieu verändern kann, mehr Sauerstoff, mehr gute Bedingungen für positive Mikroben, dann habe ich da einen Schlüssel in der Hand, wo ich ganz nachhaltig und ursachenbehandelnd Probleme lösen kann. Und das ist meines Erachtens sehr, sehr wertvoll und effektiv, weil man eben nicht am Symptom rumdoktert die ganze Zeit, sondern an den Ursachen. Das hört sich ja sehr sinnvoll an. Absolut. Also was macht Blocher in deinen Augen sozusagen? Ist das, was wir besprochen haben? Also diese Informationsübertragung im nicht-magnetischen Bereich ist für mich, der Roland hat Kopierapparate gebaut, die ein uns umgebendes Energiefeld verdichten, was nicht magnetisch ist. Und in dem Energiefeld kann man von Vorlagen aus der Natur, also von optimalen Vorlagen, Quellwasser, belebter Boden, Heilpflanzen, alles gute Originale, kann ich in diesem Kopierapparat mit dieser Energie kopieren und dann auf unsere Produkte geben, die Information und gestörten Systemen wieder zur Verfügung stellen, damit die wieder angeregt werden, zum Optimum zu kommen. Also es ist eine reine Kopier-Informationsgeschichte, die hilft, Ursachen zu behandeln und gestörte Systeme wieder ins Gleichgewicht zu bringen oder ins Optimum. Was macht Blocher genau? Also es gibt so viele Bereiche, Haushalt, Landwirtschaft, Tiere, so Pferde, es ist so viele Bereiche, so ganzheitlich. Ja, es heißt ja Blocher Integraltechnik, ne? Integral, ganzheitlich, Holistik. Die verschiedenen Trägermaterialien haben auch ihren Sinn, ne? Weil die Pflanze zum Beispiel füttert ja ihr Bodenleben auch mit Zucker. Darum hat sich eben die Melasse sehr gut bewährt, weil das ja auch Zucker ist. Und wir nehmen da ja nur 1-2 Liter aufs Hektar, ist ja wenig, aber es hat sich einfach gut bewährt. Auch im Stall haben wir die Gülle auch auf Melasse, weil der Zuckergehalt eben gut ist, dass die Rottebiologie sich schneller entwickeln kann. Ja. Wir haben aber auch noch Gesteinsmehle, die sich eben auch gut eignen als Trägermaterialien. Es ist nicht ganz unwichtig, was nur innen fürs Trägermaterial, aber man kann auch ein Tuch nehmen oder Pappe, nur nicht Glas. Glas kann man nicht als Trägermaterial nehmen. Warum denn, wenn man dann Blocher kennengelernt hat, Produkte und sagst, Mensch, das bringt alles in Gleichgewicht und hilft, meine Pflanzen gesund zu halten, ich spare Geld dadurch oder Tierarztkosten und sonst was. Warum das denn nicht alle machen? Sozusagen? Das ist eine gute Frage, genau. Man denkt, das ist doch so ein schönes, einfaches System. Aber wir lernen halt nicht über die Naturgesetze. Ne? Wir lernen vieles andere und meinen, wir müssen die Pflanze düngen oder wir müssen irgendwo eingreifen. Und das ist das Problem. Und was man nicht lernt, das weiß man halt nicht. Und dann tun sich die Leute schwer, diese einfachen Naturgesetze umzusetzen. Ne? Aber diese einfachen Naturgesetze werden die nächsten 2000 Jahre sich auch nicht verändern. Ne? Das ist ja das. Und mit der Natur arbeiten ist nicht nur ökologisch, sondern auch immer ökologisch. Ne? Das ist ja auch wichtig. Es muss sich auch rechnen für einen Landwirt. Und wenn er gegen die Natur wird, dann wird es immer teurer.
In Frankreich gibt es ein Sprichwort, die Natur bestraft nichts, sie präsentiert die Rechnung. Aber es wirkt. Es wirkt. Steht auch auf dem Flyer, es wirkt. Also Wer 45 Jahre am Markt ist, hat meiner Meinung nach eine Daseinsberechtigung. Wenn es nicht wirken würde, dann wird man aus dem Markt gespült. Deswegen, also die 45 Jahre, glaube ich, sprechen dann für sich, ja. Wir haben eine richtig gute Matte im Grünland und bei relativ geringem Niederschlag haben wir trotzdem noch einen einigermaßen guten Ertrag. Das ist eigentlich so der Haupteffekt. Und was deutlich zu spüren ist, wenn wir bringen den Humusboden mit dem Flüssighumus aus, mit der Gülle. Und wenn man dann den Grastest macht, also das heißt, man nimmt eine Handvoll Gras. ist der Brix-Test, nicht? Nee, nichts Brix-Test und reiben es und dann riecht es richtig aromatisch. Und wenn man auf ein nicht informiertes Feld geht und macht den Test auch mit dem Gras, dann ist das Gras und das Aroma nicht so gut wie da, wo die Information drauf ist. Also das ist eindeutig. Ich habe mehr Humus, das heißt, wenn es einmal 7 Wochen nicht regnet, dann hat der Boden trotzdem noch Wasser, weil ich mehr Humus habe, ja, und habe keine Austrocknung. Und somit wächst die Pflanze besser und hat trotzdem Ertrag. Das sind ja alles Messwerte, die man gar nicht messen kann eigentlich. Aber man sieht es ja. Man muss das merken, man muss das spüren eigentlich, ja, dass das System gut ist. Man kann nicht alles messen. Man kann ja die Blocherenergie auch nicht messen. Nee. Da gibt's oft Leute, die sagen, zeig mir doch mal Messwerte, wie Bloche funktioniert. So alt sind wir noch nicht. Das ist so ähnlich wie Geschwindigkeit. Vor 500 Jahren gab es auch schon Geschwindigkeit, aber messen hatten wir es nicht können. Ja, war aber kein Messgerät da für Kilometer pro Stunde. Aber die Geschwindigkeit gab es trotzdem. Ja. Das stimmt. Man kann auch, also ich sage immer, wie doll du deine Frau liebst, kannst du das messen? Das kann man nicht messen. Nein, geht nicht. Initially, some of the farmers are dismissive, this can't work, it's impossible. But once they start using the products, they see the benefits. And I've had some customers who maybe used the products for a year or two, then maybe stopped using them, but they've come back because they realize what they're doing. You don't miss things until they're not there. The soil is generally working better. They have more worms in the soil, more microbial activity. I think that's mainly to do with blocker oxygen levels in the soil and the slurry. And I think that's the solution. Das kann jeder ausprobieren im Garten oder im eigenen Feld. Wenn er die Information von Humusboden aufs Feld bringt, nach 4 bis 6 Wochen merkt man schon, dass der Boden locker, luftig und runde Kolloide hat. Wird sich da auch die hergestellten Sachen sich verbessern? Hast du da schon Erfahrung gemacht? Ja, also in dem Bereich Verbesserung der Qualität im Getreidebereich oder Sonderkulturen gibt es da sehr gute Ergebnisse. Von meiner Seite her kann ich auch sagen, ich bin ja durch das, dass ich selber Landwirt bin und baue schon seit Jahren Braugästen an und in dem Fall auch schon zum 4. Mal Braugästensieger geworden bin. Ein Kunde noch von mir, der ist auch schon 2-mal Braugästensieger geworden, den freut es auch sehr. Das heißt, Braugästensieger wird man, wenn man die Braugäste mit höchster Qualität erzeugt, über den langen Einsatz des Blochersystems in meinem Betrieb. 30 Jahre Blocheinsatz und dadurch ist das Ganze entstanden und man hat einfach dann diese Qualitäten und das kommt vom Boden, vom gesunden Boden, gesunde Pflanzen. Mir hat gestern einer von den Kollegen gesagt, dass Blocher gesagt hätte, einem guten Freund gibst du nie was Schlechtes und der Boden ist mein Freund. Roland Blocher.